Herzlich willkommen zu unserem Expertentalk. Heute mit Niklas Volland und Christian Schieber, Gründer und Geschäftsführer von Baitavo. Hallo zusammen. Hallo Sandra, wir freuen uns auf das Gespräch. Hallo Sandra. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit euch. Hätte schon mal gleich die erste Frage, vielleicht an den Christian. Wie seid ihr eigentlich auf die Gründung von Baitavo gekommen? Ja, das ist eine ziemlich interessante und spannende Geschichte. Und zwar, wir waren beide im Studium, der Niklas und ich. Und Niklas hat schon viele Sachen designt und ich habe programmiert. Also ich bin Informatiker, Niklas ist Kommunikationswissenschaftler. Aber wir haben uns gar nicht gekannt. Wir haben zwar an der gleichen Universität studiert, aber waren uns unbekannt. Und jeder hat so sein Glück alleine schon mal in der Gründung versucht. Und bei beiden hat, sage ich mal, mittelgut geklappt. Und dann hat Niklas einen Mitgründer gesucht, beziehungsweise einen Informatiker auf Facebook. Und da habe ich mich gemeldet und dann war es Liebe auf den ersten Blick. Das heißt, wir haben zusammen gegründet. Das war so eine Werbeagentur. Dann, ich habe meine ganzen Freunde mit dazugeholt. Das waren dann auch unsere ersten Mitarbeiter in der Informatik. Und dann haben wir immer den technischen Schwerpunkt immer weiterentwickelt und haben dann auch gemerkt, wir wollen nicht nur klassische Werbung machen, Websites, Print, sondern auch ein bisschen das Außergewöhnliche mit der Technologie kombinieren. Guter Stichpunkt. Niklas, vielleicht kannst du uns erklären, heute, was genau macht Baitavo? Was ist so das ganze Aufgabenfeld, was ihr übernehmt und wo ihr auch begleitet? Ja, sehr gerne, Sandra. Kann ich gerne tun. Was machen wir heute? Wir begleiten heute mittelständische Unternehmen beim digitalen Wandel. Das umfasst 3 Komponenten. Zum einen mal den Bereich Digitalstrategie, also wirklich die strategische Begleitung bei der Digitalisierung. Da geht es um die Frage, warum Digitalisierung? Es geht auch um die Frage, wie kann man mit der Digitalisierung umgehen und auf was kann man tun? Also wirklich die Begleitung in der konkreten Umsetzung von Digitalprojekten. Das sind klassische strategische Elemente, aber auch der Bereich Startup as a Service, wo wir als mittlerweile schon markterfahrenes Tech-Startup auch ganz andere Impulse und Perspektiven in den Mittelstand reinbringen. Also zum einen mal wirklich diese strategische Komponente, dann auch der Bereich Digitalisierung von Prozessen. Wir haben bei uns auch ein Entwicklerteam, die entwickeln individuelle Software, Mobile-Apps, auch Plattformen für unsere Kunden, um eben Prozesse zu digitalisieren, damit Effizienz und auch Kostenersparnis sicherzustellen. Und der dritte Bereich, das sind digitale Produkte und auch Geschäftsmodelle. Auch das finden wir sehr, sehr spannend und haben da auch eine Beteiligungsgesellschaft bei TaboX, wo wir wirklich mit unseren Kunden zusammen digitale Geschäftsmodelle auch ausgründen. Ich sehe schon, wir haben viele Schwerpunkte heute in dem Gespräch. Aber ich würde gerne mal anfangen mit einer Komponente, die du gerade ja auch schon benannt hast, nämlich das Thema Startup as a Service. Was ist das genau und was verbirgt sich dahinter auch ganz konkret für den Kunden? Ja, jetzt ist es so, dass Niklas und ich, wir haben ja ein Gründerherz und das war auch im Wachstum dann immer so. Und wir kamen aus der Technologie und haben dann gemerkt, okay, wir müssen den Menschen mitnehmen, wir brauchen auch ein Stück weit Beratung. Und dann kam der Impuls, wir wollen aber ein Stück weit auch Gründer bleiben und polarisieren und außergewöhnlich sein. Und da ist dann die Idee zu Startup as a Service geboren. Und Startup as a Service ist ein Teil unserer Digitalstrategie. Das ist wie so eine Leuchtrakete, ne, um im Universum zu bleiben, die wir mal abschießen, wo man zeigt, so kannst du ein Startup machen. Und so würde es ein Startup machen, also sehr pragmatisch, einfach ausprobieren. Und es ist auch anders. Es ist anders, als wir das vielleicht von einer normalen Beratung kennen. Außergewöhnlich, sehr inspiriert von vielleicht Silicon Valley Startups, aber auch von unserem Tun mit bei Tabo. Und ja, wir wollen dem Kunden da einfach mal das Gegenteil von seinem Daily Business zeigen und eine kleine Beratung aus der Startup-Sicht. Das ist ja gerade für Unternehmen, die sich mit dem Thema Digitalisierung, digitale Strategie beschäftigen, auch ein großer Sprung zu sagen. Auch für Mittelstandsunternehmen, wo es ja schon, ich sag mal, oftmals eine langjährige Historie gibt, wo es gewisse Prozesse gibt, jetzt einfach mal einen Schritt zurückzugehen und mental in das Thema zu gehen.
ja okay, wie würde ein Start-up das machen? Und das ist ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Das sind ja auch in Anführungszeichen disruptive Elemente dabei. Niklas, vielleicht kannst du mal aus deiner Erfahrung aus berichten, wie das bei Kunden ankam, wo es vielleicht auch Hürden zu überwinden gab, gerade wenn es um die Implementierung von ich sag mal, so einem Startup-as-a-Service-Konzept geht, was da so auf euch zugekommen ist. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil was heißt Disruption? Disruption heißt erstmal, es wird irgendwas kaputt gemacht, erstmal angegriffen, dann vielleicht kaputt gemacht. Es geht uns also in dem Fall konkret darum, mit dem Kunden zusammen zu überlegen, was ist dein bestehendes Geschäftsmodell und wie kann man das jetzt mal fiktiv angreifen, fiktiv kaputt machen und dann natürlich die Frage, was können wir daraus lernen? Aber von Anfang oder von vorne ist natürlich erstmal das Thema, okay, Disruption kommt beim Kunden erstmal ein bisschen oft schwierig an, also hat oft erstmal Angst, denkt sich, wow, mein Geschäftsmodell angreifen, ich weiß jetzt nicht, aber relativ schnell, wenn wir den Ansatz erklären und erklären, worum es uns geht, versteht der Kunde das dann in der Regel, warum es so wichtig ist. Dann geht es eben in die Umsetzung, dann überlegen wir uns, okay, wie kann man so ein Geschäftsmodell von einem Mittelständler mit den Werkzeugen, die wir haben als Startup, mit unserer Denkweise, mit unseren technologischen Instrumenten, wie kann man das einfach mal angreifen? Das machen wir dem Kunden zusammen, gehen das einfach mal durch, dieses fiktive Szenario. Und das Schöne an der ganzen Sache ist dann, dass der Kunde natürlich unglaublich viel dabei lernen kann. Er erkennt wirklich die Schwachstellen an seinem Geschäftsmodell. Er sieht, was durch die Digitalisierung vielleicht in Gefahr geraten könnte. Und oftmals entstehen dabei sogar Ansätze und Ideen, wie man mit diesen Gedanken, die man dabei zusammen entwickelt, vielleicht sogar ein neues digitales Geschäftsmodell aufbauen kann. Also es ist in jedem Fall, auch wenn der Kunde oft erstmal ein bisschen skeptisch ist, vielleicht sogar ein bisschen Angst davor hat, eigentlich immer ein sehr, sehr großer Mehrwert. Finde ich auch ein wahnsinnig gutes Konzept, weil gerade so das Challengen von bestehenden Geschäftsmodellen zwingt dich ja dazu, dass du auch mal nach vorne guckst und sagst, ja, was könnte denn passieren? Und das finde ich richtig gut, weil dann kommst du, glaube ich, auch auf so einen Punkt, wo du sagst, ja, das könnte sogar, ein neues Geschäftsmodell sein. Und das, glaube ich, das ist auch die Stärke von eurem Konzept, dass eben nicht eine Digitalisierungsstrategie, per Katalog ausgerollt wird, weil jedes Unternehmen anders ist, die Geschäftsmodelle anders sind, sondern dass ihr ja auch zusammen mit euren Kunden versucht, wirklich eine Challenge zu erzeugen auf der einen Seite, aber eben auch guten Input für den jeweiligen Kunden, wo seine Reise hingehen könnte. Jetzt kann ich mir vorstellen, in eurer Zusammenarbeit mit dem Kunden, da treffen ja trotzdem immer noch Welten aufeinander, nämlich Mittelstand und Start-up. Wie seht ihr das auch, wenn ihr da in Teams arbeitet, wie ihr in Gruppen arbeitet? Was ist ein guter Ansatz für euch auch zu sagen, wie man das gemeinsam einfach hinkriegen kann? Ja, du hast vollkommen recht. Es sind prinzipiell erstmal zwei Welten, die da aufeinandertreffen. Und das ist manchmal tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Kulturschock für den einen oder anderen Mittelständler, wenn er zu uns ins Büro kommt, in diese Welt eintaucht. Genauso wie wir natürlich manchmal auch. Gut, wir kennen mittlerweile nach all den Jahren den Mittelstand auch schon sehr gut, aber manchmal sieht man auch Dinge, die einfach ganz fern sind oder uns ganz unbekannt aus unserer Welt. Von daher hast du vollkommen recht. Das ist eine spannende Situation. Was wir aber sehen, ist, dass der Mittelstand immer offener dafür wird, von Startups zu lernen. Was natürlich unter anderem auch damit zu tun hat, dass wir als junges Unternehmen, als Startup eben sehr, sehr agil, sehr innovativ, sehr schnell arbeiten. Und der Mittelstand versteht einfach, dass das in dieser dynamischen Welt heutzutage unglaublich wichtig ist und ist damit eben immer offener dafür, auch von Startups zu lernen. Also von daher ist einfach diese grundsätzliche Offenheit da. Und auch wir haben im Laufe der Jahre gesehen, das ist einfach super spannend, auch vom Mittelstand zu lernen. Es sind unglaublich viele Dinge. Aus jedem Projekt konnten wir was mitnehmen, was lernen und haben da auch einfach die Haltung,
wir lernen gerne vom Mittelstand, wir tauschen uns super gerne aus und ja, es ist eigentlich immer eine Synergie. Von daher ist es grundsätzlich dann immer ein tolles Setting. Natürlich, menschlich die Chemie dann noch sehr, sehr gut passt, dann hat man einfach tolle Projektteams und kann neben dem eigentlichen Projekt immer was voneinander mitnehmen. Deswegen ist das prinzipiell eine super, super spannende Ausgangssituation, die uns sehr viel Spaß macht. Das ist ja ein wichtiger Punkt bei der Umsetzung auch von einer digitalen Strategie, das Thema Kulturwandel. Und wir hatten es ja gerade schon, 2 Welten treffen aufeinander. Wenn es jetzt auch konkret, ich sag mal, um eine technische Umsetzung geht. Christian, vielleicht kannst du mal aus deiner Brille auch vielleicht aus Projekten berichten, wie kann man sowas angehen? Also wie kann man vielleicht mehr Agilität fördern? Wie kriegt man zusammen vielleicht auch mal technische Themen besser miteinander geklärt? Ich glaube, das wäre auch nochmal echt ein spannendes Thema einfach. Das ist in der Tat ein spannendes und auch natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Und wir mussten das auch erst lernen, weil das ist ja was Neues, dass man jetzt versteht, eine Unternehmenskultur muss anders sein, komplett vielleicht um 180 Grad gedreht zu dem, was wir früher mal gelernt haben. Und wir bei Tabo, ich fange mal da an, mussten das auch erst umsetzen, weil wir haben natürlich das Problem, junges Unternehmen, wir wollen die besten Leute haben, um die besten Projekte dann am Ende des Tages für unsere Kunden auf die Beine zu stellen und haben da gemerkt, wie kriegen wir die Kultur so hin, dass Niklas und ich auch am Unternehmen, nicht im Unternehmen arbeiten können. Das heißt Agilität, Freiheit, Verantwortung der Mitarbeiter brauche auch wahrscheinlich eine gewisse Transparenz dann wieder, weil sonst kann ich nicht eigene Entscheidungen treffen, wenn ich nicht alles weiß. Und das ist auch ein Punkt, den wollen wir natürlich in die Projekte dann mit rein bekommen, weil die Welt verändert sich rasant, ja, auch wenn ich mich jetzt angreife und ein neues Geschäftsmodell mache, das ja dann meistens doch digital ist, die digitale Welt, da kommt ständig eine neue Technologie oder eine Pandemie auf einmal dazwischen und wir merken, wir müssen uns anpassen. Und es funktioniert nicht, wenn einer vorher einen ganz großen, langen Plan gemacht hat und jemand den einfach nur sequenziell abarbeitet. Das funktioniert nur, wenn ich von dem Plan abweichen darf, wenn ich Dinge ausprobieren darf, ohne mir vielleicht das Okay zu holen, weil wenn ich den Plan umsetze, dann weiß ich ja viel mehr vielleicht über dieses Geschäftsmodell oder über dieses Projekt, wie irgendjemand, der das irgendwann mal beauftragt hat, der vielleicht gar nicht mehr da dabei ist. Und deswegen brauche ich als Mitarbeiter dann auch die Entscheidungsbefugnis, da einfach mal davon abzuweichen und zu schauen, wo geht es denn hin? Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Denkweise, eine andere Denkweise, viel mehr Verantwortung zu verteilen auf vielen verschiedenen Schultern und da neue Sachen auszuprobieren. Und wir fangen da eben bei uns selbst an. Also wir haben jetzt auch den bei Tabo Culture Guide ins Leben gerufen und veröffentlicht auch, weil wir wollen, dass den möglichst viele Unternehmen einfach kopieren am besten und auch benutzen, weil wir dann glauben, wir die Arbeitswelt auch eine bessere. Also da ist sowas drin, aber das sind auch moralische Dinge mit drin, die sehr zeitgemäß sind und auch soziale und nachhaltige Dinge und auch viele Dinge über die mentale Gesundheit von Menschen, weil nur wenn jemand einen gesunden Geist hat, kann er auch die beste Leistung bringen, weil dann entsteht Spaß bei der Arbeit und wir kennen das alle, wenn die Arbeit Spaß macht und einen Nutzen hat, dann sind wir richtig im Flow und dann sind wir 10-mal so gut, wie wenn wir es einfach nur machen, weil wir es machen müssen, weil wir am Ende irgendwo Geld bekommen. Bin ich total eurer Meinung. Und wenn ich das jetzt mal mit meiner Mittelstandsbrille angucke und auch als Führungskraft angucke, da muss ich natürlich auch sagen, es ist für eine Führungskraft auch eine sehr spannende Aufgabe und auch eine schöne Aufgabe. Einfach zu sagen, ich führe eine Organisation einfach in eine andere Kultur, die offener ist, die selbstbestimmter ist und ich sehe das genauso. Motivierte Mitarbeiter, die Spaß haben, die gerne an den Projekten arbeiten, das ist halt schon nochmal ein großer Unterschied. Vielleicht zum Abschluss, weil das wird ja doch den einen oder anderen unserer Zuseher jetzt auch interessieren. Jetzt bin ich klassisches Mittelstandsunternehmen, habe vielleicht schon mal mit Automatisierung von Prozessen angefangen, weiß auch, ich muss irgendwie eine Digitalisierungsstrategie implementieren, bin mir aber vielleicht gar nicht so sicher, ist es das richtige Geschäftsmodell? Da gibt es ja, ich sag mal, habt ihr ja gerade schön erklärt, Tools. Ich habe vielleicht auch ein Thema, das ich sage, Mensch, die Kultur muss sich verändern. Vielleicht aus eurer Warte, ich würde da gerne auch beide Meinungen hören.
Habt ihr so ein Top 3, wo ihr sagt, ja, damit würde ich mal anfangen oder das müsste man sich als erstes angucken? So ganz konkret, dass ich sag mal, jetzt ein Zuschauer mitnehmen kann, oh Mensch, das ist ein guter Impuls, das versuche ich einfach mal so. Ja, ich kann gerne mal anfangen, dann kann Christian noch ein paar Impulse ergänzen. Grundsätzlich erstmal wichtig ist, vorneweg die Einstellung, das Setting zu verstehen, dass Digitalisierung an sich ein technologisch getriebener Wandel ist, auf jeden Fall, aber absolut erfolgsentscheidend und erfolgskritisch für eine erfolgreiche digitale Transformation im Unternehmen ist zu verstehen, dass die komplexe Komponente am Ende vor allem der Mensch ist, weil der Mensch, die Mitarbeiter, die haben oft schon jahrelang das Gleiche gemacht, teilweise jahrzehntelang. Die müssen sich jetzt verändern, müssen sich immer schneller verändern und das ist nicht einfach für Menschen. Das heißt, wir müssen grundsätzlich uns überlegen, wie können wir diese Menschen abholen? Und da ist wichtig, zum einen mal einfach ein Informationsangebot für die Menschen zu schaffen. Es ist extrem wichtig, auch ein Kommunikationsangebot zu schaffen. Das heißt, wenn die Menschen diese Digitalisierung, die Inhalte kommuniziert bekommen, wenn sie Fragen haben, wo können sie sich hinwenden, wenn sie Fragen, Sorgen, Ängste haben, wer ist da, um ihnen zu helfen und sie mitzunehmen. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Dinge, da wirklich an die Menschen zu denken. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, wir haben in Deutschland, gerade auch im Mittelstand, sehr, sehr lange, sehr, sehr kopflastig auch gearbeitet. Management war so ein bisschen das Thema. Wir hatten es vorhin schon mal, Führung, Leadership, das ist das, was jetzt immer mehr in den Fokus kommen muss. Das heißt, wir müssen als Leader auch vorne weggehen, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen der Menschen erreichen. Und da ist es sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr gut, auch eine digitale Vision zu haben. Also zu überlegen, wo will denn unser Unternehmen eigentlich hin? Und diese Vision nicht im stillen Kämmerlein zu entwickeln, sondern sich auch Feedback zu holen von den Leuten, sodass jeder im Unternehmen ein Stück weit auch das Gefühl bekommt, meine DNA steckt hier mit drin, ich darf den Weg dieses Unternehmens und auch die digitale Reise ein bisschen mitgestalten. Also da sehr starken Fokus auf die Menschen zu legen, das wäre von Anfang an schon mal eine gute Sache. Ja, um das gerade zu ergänzen, also das meiste war schon wunderbar vorgetragen von dir, Niklas. Aber wenn ich mir auch die Kunden anschaue oder die Mittelständler, die wir kennen, wo es schon gut funktioniert oder gut funktioniert hat, da war das zum einen, was Niklas gerade erzählt hat, wirklich die Menschen mitzunehmen, weil die haben alle Hobbys, die sind vielleicht schon sehr digital affin, die benutzen Apps auf ihrem Handy, die sind noch lange nicht in der Firma, in der sie arbeiten, angelangt. Also das heißt, das Wissen ist meistens schon da, wir müssen es durch Leadership und durch Vorleben abrufen, das zum einen und dann auch, das hast du auch schon ein bisschen angeklungen, dieser Pragmatismus ins Machen kommen, auch zu sagen, hey, wir probieren jetzt mal was aus, dieses Verkopfte in Anführungszeichen, Deutsche, was in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert hat, das auch mal ein Stück abzulegen. Und dann habe ich letztens mit einem Automobilingenieur unterhalten, der hat gesagt, wir sind jetzt sehr pragmatisch geworden. Wir wollen einen Teil verbessern, dann schneiden wir einfach mal ein Stück Karton aus und halten es mal ans Auto hin. Und warum denn nicht? Warum muss ich denn jetzt erst das anfertigen lassen aus allen Materialien, dass es perfekt ist? Warum nicht so einfach mal ausprobieren? Das ist wirklich ein Prototyp. Dann lerne ich wieder was, dann sagt jemand anders, hier noch ein bisschen anders machen und dann hat mir das materialkostentechnisch nicht mal €1 gekostet und ich habe vielleicht schon wieder was gelernt und musste nicht wieder Tausende Euro verlieren, um dann zu merken, dass es nicht funktioniert hat. Ich glaube, einfach machen, umsetzen, die Menschen dabei mitnehmen, die Erfolge auch mal feiern, das ist auch was, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Wir feiern auch zu wenig. Also das ist auch ein Feedback, was wir oft bekommen. Man sagt immer nur, was nicht gut läuft, aber man darf auch mal eine Party feiern, wenn was gut funktioniert hat und wir irgendwie einen Erfolg hatten und dann auch alle einladen. Also irgendwie hat auch jeder dann wahrscheinlich seinen Beitrag geleistet, nicht nur der die letzte Schraube festgedreht hat. Und dann entsteht so ein Momentum überall.
Ich würde gerne eine Sache wirklich nochmal unterstreichen, weil das ist oft tatsächlich die große Frage, auch die von den mittelständischen Unternehmen kommt. Okay, ich muss Sachen verändern. Wie kann ich nur meine Menschen, meine Mitarbeiter auf diese Reise mitnehmen? Wie bekomme ich das denn einfach nur hin? Und der Punkt ist wirklich, was wir gesehen haben, das goldene Werkzeug ist die Mitgestaltung. Jeder Mensch im Unternehmen hat ein kreatives Potenzial. Und dieses kreative Potenzial sehen wir auch als den wahren Schatz eines Unternehmens. Also warum nicht dieses Potenzial anzapfen? Warum nicht jeden Mal auch ein Feedback geben lassen? Natürlich, man muss nicht immer alles mit einarbeiten, aber es ist für jeden Menschen gut, einfach ein Stück weit mitgestalten zu dürfen, einfach das Gefühl zu bekommen, er darf hier die Reise mitgestalten. Und das ist wirklich der große Punkt. Gerade am Anfang, wenn es auch darum geht, mal zu überlegen, wo stehen wir denn eigentlich digital? Das ist auch ein Punkt, der ganz am Anfang immer sehr sinnvoll und hilfreich ist. Einfach mal mit den Menschen sprechen, mal durchs Unternehmen gehen, mit den Menschen sprechen, mal einsammeln, was sind denn die Gedanken zu diesen Themen und dann einfach die Menschen mit ins Boot holen. Das ist unglaublich wertvoll. Es gibt kein besseres Schlusswort, was soll ich sagen? Also vielen Dank an euch für das inspirierende Gespräch, aber auch, ich sag mal, für die ganz konkreten, handfesten Vorschläge, die ihr da gemacht habt. Hat mich sehr gefreut, freue mich auch sehr auf die Panel-Diskussionen, die wir zusammen haben und kann nur sagen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank, Sandra, und bis dann. Danke dir, Sandra.